So I'll go directly to my history with Marshall Rosenberg and nonviolent communication. Ich gehe jetzt direkt zu meiner Geschichte mit Marshall Rosenberg und der gewaltfreien Kommunikation. I find, as I did in the workshop today, and I'm sure we will tomorrow too, that everyone has a important personal experience that brings them to NVC. Ich glaube, und das wurde mir auch in diesem Workshop bestätigt und bestimmt auch morgen, dass jeder ein besonderes persönliches Erlebnis hat, das ihn zur GfK gebracht hat. And that was true for me too. Und das war auch bei mir so. So I do think that I want to tell you that story and then go into my association with Marshall. Und ich glaube, ich würde euch gerne diese Geschichte erzählen und dann auf meine Assoziation mit Marshall zu sprechen kommen. It probably isn't that unusual. Wahrscheinlich ist es nicht so ungewöhnlich. I was studying to be a psychotherapist. Ich studierte, um Psychotherapeut zu werden. And as a part of the process, I was in an all-day therapy group. I was in an all-day group therapy. Und als Teil dieser Studien war ich Teil einer Ganztages-Gruppentherapiegruppe. And with Eugene Genlin as the leader. Mit Eugene Genlin als Leitung. We began the group and each person spoke going around the group. Wir begannen die Gruppe und jede Person sprach der Reihe nach. Saying what they were there for. Und teilten, warum sie da waren. So each person, of course, given that it's group therapy, said something very revealing and very vulnerable. Und jede Person, natürlich, weil es eine Gruppentherapie war, sagte etwas sehr Verletzliches und Enthüllendes über sich. And I found myself, as we went around the group, starting on the right, and I was way around toward the left, I found myself getting very angry at one person in the group. Und wir begannen auf der linken Seite und ich saß sehr weit auf der rechten Seite und je weiter es fortschritt, desto mehr bemerkte ich, dass ich eine große Wut hatte auf eine Person im Raum. It was a woman. Es war eine Frau. To my knowledge, she did not remind me of my mother. Soweit ich sagen kann, hat sie mich nicht an meine Mutter erinnert. I had never met her before. Ich hatte sie noch nie vorher getroffen. She was not the leader of the group. Sie war nicht die Gruppenleitung. She was one of the first people who spoke. Sie war eine der ersten, die sprachen. And as we went around, as each person said what they were there for, Und während wir rumgingen und jede Person sagte, warum sie dort war, revealing something vulnerable, und enthüllte etwas Verletzliches, 100% of the time, she commented on what each person said. und 100% der Zeit ließ sie Kommentare ab über das, was die anderen Leute geteilt hatten. And her comments were like this. Und ihre Kommentare waren wie folgt. Well, I don't see why that's such a big deal. Naja, ich verstehe nicht, warum das so ein großes Ding sein soll. After all, if you just looked at it like, Naja, wenn du es nur mal so betrachtest, in a way that I heard very pejorative and a put down for everyone there. und auf eine Art, in der ich hörte, dass sie jeden so runtermachen. Very judgmental of Sehr- what people were saying. Sehr urteilend darüber, was die anderen sagten. And I got angrier and angrier as we went around the group. Und ich wurde immer wütender, während die Runde fortschritt. So when it came to me, Als ich an der Reihe war, I really didn't know what to say. wusste ich wirklich nicht, was ich sagen sollte. I was in a bind. In a what? Dilemma. Ich war in einem Dilemma. How do I say my discomfort to her Wie drücke ich mein Unwohlsein, mein Unbehagen ihr gegenüber aus, without doing to her
what I thought she was doing to everyone else. ohne mit ihr das Gleiche zu machen, von dem ich dachte, dass sie es mit den anderen machte. There's some humor in this. Da ist ein Humor, da steckt ein Humor drin. Not only was that unacceptable to me, Das war nicht nur unakzeptabel für mich, but I can imagine if I did say what my thinking was, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hätte ich ausgedrückt, was meine Gedanken waren. well, lady, you're about the most judgmental person I've ever met. Also, Lady, ich glaube, du bist die wohl urteilendste Person, die mir je begegnet ist. The humor is, I can imagine Das Humorvolle daran ist, ich kann mir vorstellen, that Irmtraub sitting on my left dass Irmtraut, die an meiner Linken sitzt, would say to me, zu mir sagen würde, well, Allan, aren't you judging her for judging you? sag mal, Allan, verurteilst du sie nicht jetzt dafür, dass sie dich verurteilt? And the person next saying to Irmtraud, Und die nächste Person wiederum würde zu Irmtraut sagen, but Irmtraud, that's your judging Allan for judging her. aber Irmtraut, jetzt verurteilst du ihn dafür, dass er sie verurteilt. Because judgments beget judgments, give birth to judgments. Weil Urteile wiederum Urteile hervorbringen. And that sent me looking for who knew what to do about this. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich umschaute, wer weiß, wie man damit umgehen kann. And it was out of that that I found my way to Marshall. Und daraufhin fand ich meinen Weg zu Marshall. He was and still is among the very few practitioners, theoreticians who know how to speak about discomfort without blame and without judgment. Er war und ist einer der wenigen Praktiker und Theoretiker, die wissen, wie man über eine unangenehme Situation spricht, ohne Schuld zuzuschieben und ohne Urteile auszudrücken.